Die Reise ins Innere in dem Film Stalker von Andrzej Tarkowski. Die Zielgruppe dieses Videos sind diejenigen, die den Film Stalker des Regisseurs Andrzej Tarkowski gesehen haben und ihn besser verstehen wollen. Ich schicke hier voraus, dass ich den Film Stalker in der russischen Fassung mit deutschen Untertiteln gesehen habe, und da ich nicht Russisch kann, beruhen meine Aussagen zu den gesprochenen Dialogen auf der in den Untertiteln präsentierten deutschen Übersetzung. In dem Film führt die Person des Stalkers zwei Männer, genannt der Schriftsteller und der Wissenschaftler, zu dem Raum, in dem die tiefsten Wünsche wahr werden. Somit entspricht der Weg, den diese Männer zurücklegen, auch einem Weg in das Innere dieser Menschen. Wenn der Raum von einem Menschen betreten wird, dann offenbart sich, was der tiefste Wunsch dieses Menschen war. Es offenbart sich somit sein innerstes Wesen. Die Reise der drei Männer beginnt in einer Umgebung, die in Schwarz-Weiß gefilmt wurde. Sie ist von Industrialisierung geprägt und wird als trostlos dargestellt. Der Raum, in dem die Wünsche wahr werden, liegt dagegen in einer farbig dargestellten Zone, und diese Zone zu betreten ist allerdings verboten, und nur ein Stalker kann die Unkundigen dorthin führen. Was hat es mit dem Verbot auf sich? In dem Film ist es die Regierung, die die Zone weiträumig bewachen lässt. Dass die Wachen sehr weit vor der Zone platziert sind, zeigt sich darin, dass die drei, nachdem sie die bewachte Grenze erfolgreich durchquert haben, noch sehr lange in einer Draisine unterwegs sind, bis sie die Zone erreichen und das Bild von Schwarz-Weiß in Farbe umschlägt. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass der Film 1979 in der Sowjetunion entstanden ist, so liegt hier folgende Interpretation nahe. Für die damals dort herrschende atheistische Ideologie war Wissenschaft und Technik für das Glück des Menschen und für die Erfüllung seiner Wünsche zuständig. Einen anderen Weg dorthin kannte diese Ideologie nicht, und einen anderen Weg, insbesondere einen spirituellen oder religiösen Weg dorthin, durfte es nicht geben. Die religiöse Betätigung wurde unterdrückt. Im Gegensatz dazu kann der Weg durch die Zone aber nicht mit technischen Mitteln zurückgelegt werden. Der Transport mit der Draisine endet an der Grenze der Zone und der weitere Weg muss zu Fuß zurückgelegt werden. In der Zone finden sich nur noch Ruinen der Technik. Auch die Armee konnte mit ihren Panzern nicht weit eindringen, und die Soldaten sind verschollen. Den Weg zu unserem wahren Selbst können wir nicht mit Gewalt erzwingen. Dies wird in einer dramatischen Szene nochmals betont, als der Stalker dem Schriftsteller seine Pistole wegnimmt und sie schließlich im Wasser versenkt. Aber auch mit unseren natürlichen Mitteln, zu Fuß, ist der Weg nicht einfach. Selbst wenn der geheimnisvolle Raum in Sichtweite ist, so ist der kürzeste Weg nicht der richtige. Es gibt nur lange, verschlungene Wege dorthin. Nach Aussage des Stalkers kann man auch einen einmal gegangenen Weg nicht wieder zurückgehen. Dies würde dazu passen,
dass wir uns auf dem Weg der Selbsterkenntnis verändern und diese Veränderung nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Zwar widerspricht dem der Wissenschaftler, der einen ihrer vorherigen Rastplätze erreicht und behauptet, er sei zurückgegangen. Aber dies erscheint glaubwürdig, wenn man in Betracht zieht, dass er als Wissenschaftler den spirituellen, religiösen Weg zu seinem Ich nicht mitgegangen ist, sondern nur allgemeine objektive Erkenntnis sucht. Es kann aber passieren, dass wir uns im Kreis bewegen. Wir drehen uns gewissermaßen um uns selbst und kommen nicht voran. Denn die zwei anderen erreichen den gleichen Rastplatz wieder, ohne zurückgegangen zu sein. Aber was wird uns am Ende unseres Weges begegnen? Wir sind nicht der wir zu sein meinen. Wenn unser innerster Wunsch sich erfüllt, offenbart sich dann vielleicht unser Ich in einer Weise, die wir nicht ertragen können? So wie ein anderer Stalker, der nach dem Aufenthalt in dem Raum reich wurde und sich dann erhängte, weil er erkannt hatte, dass er den Reichtum mehr liebte als seinen Bruder. Wie sieht es konkret bei dem Schriftsteller aus, der vorgibt, er wünsche sich neue Inspiration für sein Schaffen? Er weiß, dass der Stoff für das schriftstellerische Schaffen aus Leiden und Konflikten erwächst. Aber wünscht er sich wirklich Leiden und Konflikte? Dazu müsste er eine Kämpfernatur sein. Auf dem Weg sieht es aber nicht so aus, dass er dies wäre. Denn er beschwert sich, dass er ausgewählt wurde, voranzugehen. Der Wissenschaftler dagegen will den Raum zerstören, denn es könnten ihn ja Menschen mit diktatorischen Absichten betreten, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. An ihm bestätigt sich, dass die Wissenschaft uns nicht auf den Weg der Selbsterkenntnis führen kann. Sie kann diese Selbsterkenntnis nur unterdrücken und verhindern. Der Film fordert uns auf, unsere Hypothese vom Guten im Menschen zu hinterfragen und vielmehr auch mit unseren dunklen Seiten zu rechnen. Er lässt uns daran zweifeln, dass wir unter diesen Umständen wirklich unser Glück in der Erfüllung unserer tiefsten Wünsche finden werden und ob wir uns wirklich bis in die tiefsten Abgründe unserer Seele erkennen wollen.